Doms Wheel World. Hi Leute, heute geht es mal wieder um was Grundsätzliches am Rollstuhl. Und zwar Radsturz. Was ist Sturz? Wer braucht ihn? Und was sind die Vor- und Nachteile? Los geht's nach dem Intro. Den sogenannten Radsturz gibt es beispielsweise beim Auto, beim Go-Kart, aber auch beim Rollstuhl. Aber warum haben manche Rollstühle Sturz und manche Rollstühle nicht? Die Unterschiede und wie sich das auf das Fahrverhalten auswirkt, schauen wir uns heute mal an. Zuerst die Frage, was ist Radsturz? Radsturz oder Sturz ist ein Begriff aus der Fahrzeugtechnik bei mehrspurigen Fahrzeugen. Er beschreibt den Winkel zwischen der Radmittelebene und einer senkrecht auf der Fahrbahn stehenden Ebene. Kapiert? Okay, in Klartext heißt das, wenn man vom Sturz spricht, so ist meistens ein sogenannter negativer Radsturz gemeint. Das bedeutet, das Rad ist an der Oberseite zur Fahrzeugmitte hin gekippt. Das bedeutet, dass die Radaufstandsfläche unten breiter ist als der Radabstand oben. Dadurch kann ein Rollstuhl ohne Sturz leichter zur Seite umkippen als ein Rollstuhl mit Sturz. Der zweite deutlich spürbare Vorteil bei einem Rollstuhl mit Sturz ist, man kann sich im Innenraum, beispielsweise an Türstöcken, die Finger nicht so leicht einklemmen, weil dadurch, dass das Rad unten weiter heraussteht, oben immer ein gewisser Abstand zwischen Greifring und dem Hindernis ist. Beim Rollstuhl ohne Sturz kann man direkt bis ranfahren und sich so ziemlich leicht die Hand zwischen Greifring und Türstock oder Ähnlichem einklemmen. Diese zwei Sachen sind meiner Meinung nach die größten Vorteile, die man durch einen Sturz am Rollstuhl hat. Was auch noch dazu kommt, man merkt, dass der Rollstuhl drehfreudiger ist durch den Sturz. Das ist der Grund, warum Tennis-, Rugby- oder Basketball-Rollstühle immer einen Sturz haben und das teilweise sogar bis 22 Grad. Als aktiver Rollstuhlfahrer fährt man oft auch mal auf zwei Rädern eine Schräge herunter. Hier macht sich der Sturz auch bemerkbar. Ein Rollstuhl mit Sturz ist aufgekippt spurstabiler als ein Rollstuhl ohne Sturz, weil beim nach hinten kippen eine Art Nachspur entsteht. Das bedeutet, die Räder zeigen nicht gerade nach vorn, sondern lenken sozusagen auseinander. Beim Auto wird das übrigens auch so gemacht, um den gerade Auslauf und die Spurstabilität zu verbessern. So, das waren die Hauptvorteile von Sturz am Rollstuhl. Jetzt springen wir wieder zum Anfang, um zu den Nachteilen zu kommen. Der erste Nachteil, hier deutlich ersichtlich, der Rollstuhl wird breiter durch den Sturz. Um euch mal eine Idee davon zu geben, um wie viel so ein Rollstuhl breiter wird, mein Rollstuhl hat 3 Grad Sturz und wäre ohne Sturz 56 cm breit und mit Sturz ist er unten 62 cm breit. Also machen hier 3 Grad Sturz 6 cm in der Gesamtbreite aus. Ein weiterer Nachteil vom Sturz ist, dass der gerade Auslauf schlechter wird. Gerade bei Sturz mit mehr als 3 Grad wird der gerade Auslauf vom Rollstuhl spürbar schlechter, weil er im Verhältnis breiter ist als lang. Beim Sportrollstuhl ist das wie gesagt gewollt, damit er wendig ist, aber im Alltagsstuhl kann das nervig sein. Damit ist schon mal klar, der Sportrollstuhl braucht Sturz. Aber welche Rollstühle brauchen noch Sturz? Meiner Meinung nach sollten Kinderrollstühle immer Sturz haben. Erstens wegen dem erwähnten Einklemmschutz und zweitens haben sie meist eine sehr geringe Sitzbreite und umso schmäler der Rollstuhl, umso leichter kippt er natürlich seitlich um. Das heißt, jeder, der eine sehr schmale Sitzbreite hat, ist mit Sturz ganz gut beraten. Auch für aktive Fahrer ist Sturz grundsätzlich empfehlenswert. Allerdings
ist bei maximal 3 Grad eigentlich beim Alltagsstuhl Schluss. Es sei denn, man möchte ihn mit einem Adaptiv-Handbike benutzen, dann sind durchaus höhere Stürze wie zum Beispiel 6 Grad auch sinnvoll. Ich habe euch ja vorhin die Rollstuhlbreite gesagt und mein Rollstuhl wäre ohne Sturz schmal genug, damit ich in normale Toilettenkabinen reinkomme. Also ist hier wieder der Kompromiss zwischen Breite und Fahrverhalten. Ich werde mich beim nächsten Stuhl für einen Stuhl ohne Sturz entscheiden. Wie seht ihr das? Habt ihr euch schon mal Gedanken über Sturz oder nicht gemacht? Braucht ihr das? Braucht ihr das nicht? Würdet ihr auf den Komfort in eine normale Toilettenkabine zu kommen verzichten, um die Vorteile vom Sturz nutzen zu können? Oder ist euch das alles egal? Schreibt es mir gern in die Kommentare, ich bin gespannt. Bis zum nächsten Mal bei Dom's Wheel World. Ach ja, und vergesst nicht einen Like dazulassen, wenn euch das Video gefallen hat.